Eine Photovoltaikanlage für dein Eigenheim. Solax denkt mit dem All-in-One-System an nahezu alle Situationen und kann fast alles abdecken, was du für dein Eigenheim brauchst. Wir stellen es dir vor, ganz im Detail. Viel Spaß im Video. Los geht's. Hi Rudolf. Hi, servus. Willkommen. Freut mich, dich kennenzulernen und mit dir über euer System zu sprechen für die Photovoltaikanlage. Wo stehen wir denn hier vor? Was haben wir hier? Ja, wir befinden uns hier direkt vor unserem IES-System. Unser IES-System ist neben unseren universellen Wechselrichtern unser All-in-One-System. Das heißt, ein All-in-One-System bestehend aus einem eigens dafür entwickelten Batteriespeicher mit BMS-Modul und natürlich Wechselrichtereinheit. Ja, in welchen Wechselrichtergrößen? Damit würde ich gerne anfangen. Den Solarstrom vom Dach verfügbar machen. Da brauchen wir den Hybridwechselrichter. Der ist anscheinend hier oben drauf. Ist das der Hybridwechselrichter? Das ist genau der Hybridwechselrichter. Den gibt es einphasig ab 3 kW und dreiphasig dann eben ab 5 kW bis 15 kW. Das sind eben auch die relevanten Größen, gerade für den Heimspeichermarkt. Ja. Ja. Und wie viele MPP-Tracker habt ihr hier drin? Standardmäßig haben wir immer 2 MPP-Tracker mit an Bord und je nach Wechselrichtergröße, das heißt die größeren Wechselrichter ab 8 kW, haben insgesamt eine Anschlussmöglichkeit für insgesamt 3 PV-Strings. Die kleineren Wechselrichter unter 8 kW können dann im Prinzip an beide Tracker jeweils nur einen String anschließen. Ja, also die größeren haben auch 2 MPP-Tracker, Richtig. aber ich kann mehrere Strings anschließen, also 3 Strings. Genau, an Tracker A beispielsweise habe ich die Möglichkeit, 2 Strings anzuschließen. Ja. Rudolf, wir haben jetzt über die Eingänge gesprochen Ja. und jetzt ist nicht jede Dachsituation ganz so einfach. Manch einer hat eine Gaube oder hat mit Verschattung zu tun und möchte Optimierer einbinden. Habt ihr selbst eine Lösung oder könnt ihr fremde Optimierer einbinden? Ja, aktuell hat Solax keine eigenen Optimierer. Wir haben zwar Mikrowechselrichter, aber noch keine Moduloptimierer. Aber wir sind mit vielen Herstellern kompatibel, unter anderem Tigo. Das heißt, wir können gerne bei Interesse auch eine Kompatibilitätsliste mit herausgeben. Ja, und kann man dann die Daten von den Optimierern in eurer App sehen? Die Daten der Optimierer können wir leider nicht in die Solax Cloud App mit überführen. Das geht leider nicht. Okay, ja. Vielen Dank erstmal für die Antwort und dann gucken wir uns mal weiter an. Alles klar. Was ist mit Kunden, die, sage ich jetzt mal, eine größere Dachfläche haben oder einfach einen wahnsinns großen Verbrauch und deshalb auch eine große Anlage bauen wollen? Könnten die hiermit auch eine Lösung finden oder habt ihr da nochmal eine separate Lösung? Ja, generell sind die Systeme sehr überlastfähig. Das heißt, ich könnte auch größere PV-Systeme bis 20 kW oder vielleicht sogar noch größer mit anschließen. Ja. Ab einer gewissen Größe macht das natürlich keinen Sinn mehr. Dafür haben wir dann größere Wechselrichter bis 30 kW, also 30 kW Hybridwechselrichter. Ja. Solax eben auch im Programm. Aber gerade für typische Heimspeichergrößen bis 15 kW, da habe ich eben hier mit diesem System ein tolles All-in-One-System, was auch eben sehr, sehr einfach durch dieses stapelbare Prinzip zu installieren ist. Ja, 15 kW, nur um das mal einzuordnen. Also wenn ihr eine 20 Kilowatt Peak Anlage auf dem Dach habt, Ost-West zum Beispiel, ist das hier auch kein Problem, ne? Genau, Ich kann die hier anschließen, das ist das Überbelegen, was du sagtest. Richtig. Und habe dann aber die 15 kW AC-seitig, also fürs Haus verfügbar, ne? Ganz genau, so Ja, sieht's aus, ja. super. Wie ist es, die Batterie, die hier unten drunter verbaut ist, in welchen Kapazitätsgrößen habt ihr da die Ja. Angebote? Dieses Batteriemodul, was hier zugehört, zu diesem System, ist ein 5 Kilowattstunden Batteriemodul. Ja. Davon brauche ich für ein dreiphasiges System mindestens 2. Das heißt, 10 Kilowattstunden ist die kleinste Batteriegröße. Das Ja. wären dann eben 2 Batteriemodule. Ja. Das Ganze lässt sich aber auch skalieren bis auf 30 Kilowattstunden, wo ich dann eben 6 Batteriemodule mit kombinieren kann. Ja. Ja. Auf welche Zelltechnologie setzt ihr da? Alle Solax-Systeme, nicht nur hier, sondern alle Solax-Batteriespeicher haben ausschließlich Lithium-Eisen-Phosphatzellen verbaut. Okay. Das ist jetzt ein Thema, was viele umtreibt, weil es in den Medien auch leider ein Thema war. Thema Sicherheit. Also Lithium-Eisenphosphat ist ja schon eine sichere Zelltechnologie. Richtig. Habt ihr noch weitere Sicherheitsfeatures verbaut? Ja, das Thema Sicherheit genießt bei Solax einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das heißt, die Systeme sind durch diverse Überwachungssysteme, durch das eigens dafür entwickelte Batteriemanagementsystem, werden alle Batteriezellen auf Zellebene überwacht. Das heißt, alle relevanten Parameter, Spannungen, Ströme, Temperaturen werden permanent überwacht, auch wenn das System quasi entladen ist, sich außer Betrieb befindet, um dann halt eben wirklich ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. Weil du es gerade ansprachst, Lade- und Entladegeschwindigkeit ist noch so ein Thema, je nachdem, wie viel Leistung ihr zu Hause auch braucht. Ich bringe mal das Beispiel, eine Sauna zum Beispiel mit 7000 Watt, 7 Richtig. kW. Ja. Wenn ich die aus dem Speicher bedienen möchte, dann brauche ich halt auch die Leistung von 7 kW zum Beispiel. Was für B- und Entladeleistungen habt ihr hier? Ja, also Solax-Systeme sind ja generell sehr, sehr leistungsfähig, auch wenn es sich um typische Heimspeichersysteme handelt. Aber wir haben hier, um konkret zu werden, wir reden hier von einer Lade-Entladeleistung von mindestens 10 kW. Ja.
Ab dem dritten Batteriemodul habe ich sogar eine Lade-Entladeleistung von 15 kW. Das sind so die Also das ist beiden eine C-Rate von 1. Ne? Also Richtig, innerhalb einer Stunde kann der Speicher komplett in seiner Kapazität beladen werden oder entladen werden. Also bei einem 10 Kilowattstunden Speicher, 10 kW Leistung für eine Stunde, dann ist er leer. Richtig, ja. Ja, okay, super. Das ist eine ganze Menge. Das hebt euch definitiv auch von einigen anderen Systemen ab, die ich jetzt hier schon auf der Messe gesehen habe. Wir haben jetzt über die unterschiedlichen Größen gesprochen. Manch einer möchte ja klein anfangen. Die kleinste Möglichkeit hier in dem All-in-One-System sind jetzt 10 Kilowattstunden. Richtig. Wenn ein Kunde jetzt in 3 Jahren sagt, okay, ich möchte erweitern auf 15, geht das oder ist das eher schwierig, weil die alten Zellen dann ja schon ein bisschen genutzt wurden? Darauf muss man tatsächlich achten. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, auf die Anzahl der Zyklen, die Systeme schon gefahren haben. Ja. Wir empfehlen eine bedenkenlose Erweiterung innerhalb des ersten Betriebsjahres. Also generell sagt man, in den ersten 12 Monaten kein Problem. Darüber hinaus müsste man tatsächlich einmal auf die Ladezyklen, die schon gefahren sind, schauen. Das ist jetzt ja ein System. Bietet ihr hier in diesem System auch eine Lösung bei Stromausfall? Ja, alle Solax-Wechselrichter haben generell eine vollwertige Not- bzw. Ersatzstromlösung mit integriert über einen zweiten sogenannten EPS-Ausgang. Ja. Lassen sich dann schon kleinere Notstromsysteme mit aufbauen, aber in Kombination von Zubehör. Insbesondere, wenn wir jetzt einmal hier so nach links weitergehen, Ja. mit der sogenannten Matebox haben wir die Möglichkeit, eine automatische Netztrennung zu machen. Das heißt, das System erkennt automatisch einen Stromausfall, trennt das Hausnetz, die Unterverteilung allpolig vom öffentlichen Stromnetz und der Wechselrichter macht über seinen zweiten Anschluss, über den EPS-Ausgang, ein Inselnetz auf und versorgt mit einer kurzen Unterbrechung von weniger als eine Sekunde sämtliche Verbraucher in der Hausverteilung eben weiter. Im Rahmen seiner Nennleistung, das heißt, ein 15 kW Wechselrichter ist auch bei Stromausfall weiterhin ein dreiphasiger 15 kW Wechselrichter, der eben wirklich mit sehr, sehr hoher Leistung auch den Haushalt weiter versorgen kann. Okay, das klingt super. Du hattest gesagt, eine Notstromlösung, das ist ja dann schon Ersatzstromlösung, richtig? Genau. Habt ihr auch noch eine kleinere Variante, wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt kein extra Bauteil installieren? Ja, generell können wir auch immer durch die integrierte Umschalteinrichtung des Wechselrichters auch eine kleinere Notstromlösung bieten, indem man einfach direkt neben dem System links oder rechts daneben handelsübliche Steckdosen installiert und dann dem Endkunden sagen kann, hier bei Stromausfall hast du eine Weiterversorgung über diese 3 Steckdosen, Okay. in diesem Leistungsrahmen beispielsweise. Ja, okay. Aber das finde ich persönlich, das ist natürlich sehr, sehr abhängig davon, was ihr möchtet, wie unsicher ihr da auch seid. Aber wenn ihr euer ganzes Haus abgesichert wissen möchtet, dann bietet ihr hier mit der Matebox G2 die Lösung, ne? Richtig, genau. Was ein Riesenthema ist das Energiemanagement in Bezug gerade auch auf dynamische Stromtarife. Wie habt ihr euer Energiemanagement aufgesetzt, auch was Sektorenkopplung angeht? Also viele Fragen habe ich da mitgebracht. Ja. Bietet ihr Energiemanagement an? Ja, unser Online-Monitoring-System nennt sich Solax Cloud und das ist jetzt eigentlich über die Jahre eigentlich fast schon von allein zu einem Energiemanagement-System gewachsen, weil wir halt eben auch durch verschiedenes Zubehör wie Wallbox, Adapterbox zur Wärmepumpensteuerung eben ja auch das Thema Sektorenkopplung aufgreifen. Ja. Und insbesondere jetzt ein sehr, sehr stark nachgefragtes Thema, es ist halt, wie geht das Solax-System mit dynamischen Stromtarifen um? Ja. Ich habe immer in jedem Solax-System, was online in unserer Solax Cloud ist, im Monitoring, eine automatische Strompreisabfrage von der Strombörse. Das heißt, die stündlich aktualisierten Strompreise sind immer im System hinterlegt. Ja. Und wenn ich dann eben möchte, kann ich auch unabhängig von meinem Stromanbieter, egal ob ich jetzt bei Tibber und Co. bin, eine Automatisierung hinterlegen, einprogrammieren, um dann halt eben auch bei günstigem Netzstrom den Speicher zu laden. Immer dann, wenn der Strompreis günstig ist. Ja. Ja, also das erkennt euer System auch schon. Habt ihr da wie bei vielen anderen so die künstliche Intelligenz auch mit integriert? Ja, das wird auch ein Thema sein. Da haben wir aber tatsächlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit zu leisten. Aber erste Ansätze gibt es schon. In Verbindung mit weiterem Zubehör ist es eben möglich, auch Wetterprognosen oder halt eben auch Verbrauchsverhalten im Haushalt mit in die automatisierte Entscheidung des Systems mit einfließen zu lassen. Okay, also aktuell preisbasiertes Signal oder Preissignal-Laden sozusagen. Also wenn der Preis niedrig ist, Genau. kann der Speicher beladen werden. Genau, das gilt für den Speicher. Ich kann den Speicher netzseitig dann eben laden oder dann eben auch die Solax Wallbox automatisiert bei günstigem Netzstrom aktivieren, um dann halt eben
bei 10 Cent, 12 Cent Netzstrom vielleicht auch einfach mein Elektroauto laden zu können. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das Auto ist wirklich, wenn ich das einstecke am Abend und sage, ich will morgens um 5 Uhr los, dann sucht ihr mit eurem System den günstigsten Zeitpunkt raus. Genau, richtig, ja. Okay, super. Und da soll dann in Zukunft dann noch mit Wetterdaten gearbeitet werden? Genau, wir sind in der Lage, durch Software-Updates und Funktionsupdates über die Solax Cloud App, die es halt eben auch fürs Mobiltelefon gibt oder halt in der Browser-Variante, da gibt es einen Zugang für alles, sind wir in der Lage, durch Software-Updates, Funktionsupdates immer wieder neue Funktionen und Features mit einfließen zu lassen. Und das Wichtige ist, die Solax Cloud ist seit Jahren kostenlos und bleibt auch kostenlos. Das heißt, alle Funktionen, die auch nachgeliefert werden, sind nicht kostenpflichtig, sondern stellen wir immer kostenfrei zur Verfügung. Okay, das finde ich ganz attraktiv, super. Und die Wallbox, die hat 22 kW und 11 kW oder was habt ihr da für Möglichkeiten? Wir haben eine 7 kW Wallbox, eine 11 kW Variante und eine 22 kW Variante, die sich alle quasi im gleichen Gehäusedesign verbergen. Ja, okay, also der Kunde muss sich schon vorher entscheiden, welche Variante möchte ich oder kann das freigeschaltet werden? Das lässt sich nicht freischalten, sondern das ist eben durch die Hardware dann limitiert. Ja. Der Kunde muss sich dann eben schon dafür entscheiden. Üblicherweise ist es entweder die 11 kW Variante oder eben die 22 kW Variante. Aber ich kann auch die 22 kW Variante abregeln und daraus eine 11 kW Wallbox machen. Das geht natürlich auch. Genau, weil 22 kW ist im Normalfall auch antragspflichtig. Also ihr müsst das beim Netzbetreiber dann beantragen. Deswegen ganz oft 11 kW oder 7 kW. Kann die Wallbox auch umschalten zwischen einphasig und dreiphasig? Ja, das kann sie. Die Wallbox schaltet um, automatisiert von einphasigem Betrieb auf dreiphasigen Betrieb und hat durch die diversen Betriebsmodi natürlich auch die Möglichkeit, mit reiner PV-Energie zu laden. Ich kann es erlauben, ob auch der Speicher entladen werden soll ins Elektroauto. Also Solax-typisch viele verschiedene Features, Funktionen und einen hohen Grad an Individualisierung, sodass ich eben genau für meine Anwendung spezifisch die Einstellungen konfigurieren und vornehmen kann. Ja, super. Also ihr merkt schon ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir sind noch nicht am Ende. Wir werden jetzt nämlich auch noch über die Wärmepumpenintegration sprechen. Wenn ihr jetzt schon merkt, Mensch, das finde ich interessant, dann findet ihr unter dem Video weiterführende Links zu Solax und könnt dort auch über mein Netzwerk unverbindlich Angebote anfragen. Falls ihr noch ganz, ganz unsicher sein solltet, macht eine Photovoltaikanlage für mich überhaupt Sinn, dann könnt ihr dort mit meiner PV-Checkliste das prüfen. Schaut euch alles an, unter dem Video verlinkt. Und wir sprechen nochmal weiter über die Integration der Wärmepumpe. Wie macht ihr das? Könnt ihr da Fremdanbieter sozusagen einbinden? Ja, Solax-Systeme sind sehr, sehr offen, auch für, oder durch die diversen Schnittstellen offen für verschiedene Systeme anderer Hersteller. Insbesondere auch das Thema Wärmepumpe ist ein Thema bei Solax. Durch Zubehör, durch unsere sogenannte Adapterbox sind wir in der Lage, Wärmepumpen verschiedener Hersteller auch zu steuern und zu regeln. Über verschiedene Relaiskontakte, potentialfreie Kontakte, analoge Regelungen. Also je nach Wärmepumpe oder was die Wärmepumpe halt eben für Schnittstellen hat, können wir mit unserer Adapterbox auch eine Verknüpfung zwischen Wechselrichter und Wärmepumpe herstellen, sodass dann der Wechselrichter nach gewisser Vorprogrammierung in der Lage ist, die Wärmepumpe zu regeln, an- und auszuschalten. Okay, über SG Ready dann wahrscheinlich Genau, besonders, richtig, ne? Ja. Und ihr habt ja selbst auch eine Neuheit hier auf der Messe, eure eigene Wärmepumpe. Wann soll die kommen? Die Wärmepumpe, die jetzt hier erstmalig vorgestellt wird, hier auf der Messe, auf der Intersolar, wird sehr wahrscheinlich noch, bis sie hier in Deutschland auf den Markt kommt, bis Ende des Jahres braucht sie sicherlich noch. Ja, Ja, okay, aber wird spannend. Dann habt ihr nämlich auch noch dafür, für den Sektor Wärmegewinnung, auch ein eigenes Produkt im Portfolio. Ja. Wir werden es verfolgen. Ganz spannend. Und ja, eine PV-Anlage ist ja auch keine kleine Anschaffung. Man muss schon ein bisschen in die Tasche greifen. Und deswegen interessiert immer ganz, ganz viele Menschen da draußen, wie sieht es mit der Garantie aus? Wie viele Jahre gebt ihr Garantie? Ja, standardmäßig gibt es auf alle Solax-Komponenten, Wechselrichter, Batteriespeicher immer 10 Jahre, die sich aber bei Bedarf auch erweitern lässt. Das heißt, ich kann mich auch direkt von Beginn an auf eine, zum Beispiel für eine 15-jährige Garantie entscheiden. Alternativ bei einigen Systemen sogar auch bis zu 20 Jahre Garantie und Gewährleistung dann mit dazu buchen oder mit dazu kaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist dann also alles, was über 10 Jahre Garantie ist, muss gekauft werden. Genau, das ist dann eben auch preisrichtig. Das kann aber jeder Anwender, jeder Endkunde in seinem Solax Cloud-Account völlig selbstständig machen. Er hat dafür die ersten 6 Monate Zeit nach Inbetriebnahme. Da kann ich mich dann aktiv für eine Garantieverlängerung gegen Aufpreis und dann eben entsprechend auch entscheiden. Ja, kannst du da eine Zahl nennen? Was kostet so ein Aufpreis von der Garantie? Wir haben ein sehr komplexes Portfolio. Kleine Wechselrichter, große Wechselrichter. Das kann schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Vielleicht habt ihr da auch einen Link, wo man das mal schauen kann. Dann kann ich es unten unter dem Video nachher verlinken. Es dürfte tatsächlich einmal diese Information auch auf unserer Internetseite stehen. Ist das dann eine vollwertige Garantie oder ist es eine Zeitwertgarantie? Es ist eine Zeitwertgarantie.
die dann aber auch eben in Abhängigkeit vom Energiedurchsatz hinterlegt ist. Das bedeutet, ich habe entweder 10 Jahre Standardgarantie oder einen gewissen Mindestenergiedurchsatz, den wir garantieren, weil durch mittlerweile sehr, sehr komplexe Anwendungen, durch vielleicht auch das Laden aus dem öffentlichen Stromnetz, durch das Entladen, vielleicht durch netzdienliche Anwendungen, kann es durchaus sein, dass ich üblicherweise mehr Vollzyklen als in einer normalen Heimspeicheranlage fahre. Ja. So ist es dann eben so ein bisschen wie bei der Garantie für ein Auto. Garantie nach Jahren oder halt eben 100.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt. Ja. Okay, also angenommen, ich bin noch in den Garantiebedingungen und nach 8 Jahren geht jetzt mein Speicher kaputt. Gehen wir nicht von aus, aber kann ja passieren. Wie wäre dann der Weg für den Kunden und hat der Kunde dann Kosten, die auf ihn zukommen? In der Garantiezeit. Also wir haben einen sehr umfassenden Service bei Solax Deutschland. Das heißt, wir haben ein eigenes Service-Team, was dann natürlich dann eben auch einen Austausch vor Ort beim Kunden vornehmen kann. Es kommt halt immer darauf an. Also 8 Jahre ist natürlich schon eine sehr, sehr lange Zeit für einen Produktlebenzyklus. Es kann durchaus sein, dass wir nach 8 Jahren eben keinen, ich sag mal, vollwertigen Ersatz liefern können. Und je nachdem, welches System dann eben verfügbar ist, welches Solax oder gleichwertiges Solax-Hybrid-System dann eben verfügbar ist, kann dann eben auch ein Austausch stattfinden mit einem Alternativsystem. Aber wichtig ist, dass der Kunde immer die gleiche Leistung bekommt, also gleiche Wechselrichterleistung, gleiche Batteriespeicherkapazität. Das heißt, ein Austausch kann dann eben auch schon mal mit einem neuen oder dann erhältlichen Solax-Wechselrichter Batteriesystem dann auch stattfinden. Das Ganze dann kostenlos oder muss der Kunde damit Kosten rechnen? Der Solax-Service ist in der Regel kostenlos. Okay, super. Genau. Ja, also vielen Dank. alles innerhalb der Garantiezeit wird kostenlos durch den Solax-Service oder durch den Installationsbetrieb dann entsprechend abgewickelt. Okay, super. Das finde ich ganz, ganz wichtig, einmal zu verstehen, auch wie läuft das mit der Garantie, weil es ja einfach eine große Anschaffung ist. Wie ist es denn bezüglich der Sicherheit der Daten? Du hast es gerade schon angesprochen, da gibt es eine Cloud. Wie geht ihr mit Datenschutz um? Ja, also wie gesagt, unser Monitoring-System, die Solax Cloud, ist ein sehr, sehr umfassendes System mittlerweile geworden. Wichtig zu wissen ist, die Server dafür stehen in Frankfurt, also in Deutschland. Ja. Und natürlich erfüllen wir alle Datenschutzrichtlinien, die hier in der Europäischen Union natürlich gelten. Das Ganze ist zertifiziert. Das heißt, bei Interesse können wir dann auch die entsprechenden Zertifikate für diese Datenschutzrichtlinien entsprechend dann auch liefern. Ja, und jetzt gibt es Kunden, ich sehe das immer in meinen Kommentaren, die sind sehr, sehr, ich sag mal, ängstlich und sagen, naja, aber jetzt könnte ja jemand aus dem Netz auf mein Gerät zugreifen. Ist das ein Thema, ja, was ihr auch mitbekommt von den Kunden und wie geht ihr damit um? Kunden, die für solche Themen sehr sensibel sind, die dafür auch wirklich ein Interesse zeigen, die haben natürlich auch oftmals Bedenken, was so die Sicherheit der Systeme vor Hackerangriffen angeht, Fremdzugriff. Also dazu gelten natürlich die typischen Sicherheitsmaßnahmen. Also A, muss ich natürlich meine Login-Daten entsprechend schützen durch ein, ich sag mal, gewisses starkes Passwort. Dafür gibt es dann gewisse Vorgaben seitens Solax. Und ansonsten durch die typischen Datensicherungssysteme ist es natürlich schon gewährleistet, dass die möglichst sicher auch durch Angriffe von außen sind. Ja, und wenn ich jetzt ein Kunde bin, der sagt, okay, eigentlich will ich das gar nicht am Netz haben, kann ich das Ganze auch ohne die Cloud-Variante betreiben? Solax-Systeme sind komplett auch offline-fähig, das heißt, sie können auch komplett ohne Internetverbindung betrieben werden, ohne Einschränkung der Garantieleistung. Das heißt, Solax-Systeme haben auch volle Garantie, auch wenn sie keinen Internetanschluss sind oder nicht online sind. Okay, super. Vielen Dank, Rudolf, für deine Zeit. Klasse. Hat mich gefreut, vielen Dank auch. Herzlichen Dank. Und wenn ihr noch weitere Info zu Solax erfahren möchtet, findet ihr ganz viel unter dem Video verlinkt. Stellt auch gerne eure Fragen und Kommentare, dann werden wir zusammen eine Antwort finden. Bis bald, sonnige Grüße. Danke und tschüss.